Sommer 2015. Stockholm, Schweden. Die 30-jährige Frau Isabelle Eriksson lernte im Internet einen Mann kennen, den 38-jährigen Martin Treneborg. Er war sympathisch, höflich und verdiente angeblich gut als Börsenmakler. Martin lebte in London. Im September hatte er eine Geschäftsreise nach Stockholm geplant und das Paar verabredete sich zu einem Treffen. Isabelle willigte ein, mit dem amerikanischen Kunden zu Abend zu essen und lud ihn für 2 Stunden zu sich nach Hause ein. Am Donnerstag, dem 10. September, klingelte er zur vereinbarten Zeit an ihrer Wohnungstür. Martin trug einen stilvollen, teuren Anzug, war höflich, nett und schenkte der Frau Blumen. Sie unterhielten sich ein wenig und gingen dann ins Bett, wo sie miteinander schliefen. Währenddessen sah Martin ihr ständig in die Augen. Treneborg gestand, dass ihm Eriksson sehr gefiel und er sie gerne wiedersehen würde. Isabelle willigte ein, und obwohl Martin ihr etwas seltsam vorkam, wollte sie sich einen reichen Kunden nicht entgehen lassen. Das Paar vereinbarte ein zweites Treffen. Am Samstag, dem 12. September, stand Martin Treneborg erneut vor ihrer Wohnungstür. Diesmal hatte er Champagner, Saft und Erdbeeren in Schokolade mitgebracht. Er war wieder höflich, ruhig und gepflegt. Das Paar trank ein paar Gläser Champagner und setzte seinen gemeinsamen Abend fort. Am Montag, dem 14. September, erschien Isabelle nicht zur Arbeit im Büro. Die Frau nahm keine Anrufe mehr von ihren Eltern und Kollegen entgegen. Sie war spurlos verschwunden. Ihre Angehörigen machten sich Sorgen und wandten sich an die Polizei. Die Ordnungskräfte mussten die Wohnungstür aufbrechen und was sie dort vorfanden, half ihnen nicht, die Gründe für das Verschwinden der Frau zu verstehen, sondern warf nur neue Fragen auf. In Erikssons Wohnung herrschte Ordnung. Alle Dinge befanden sich an ihrem Platz. Seltsam war jedoch, dass ihre Mobiltelefone und ihre Handtasche mit Geldbörse zu Hause waren. Sie verließ die Wohnung nie ohne ihre wichtigen persönlichen Gegenstände und ließ ihr Handy nie aus der Hand. Bei der gründlichen Durchsuchung der Wohnung kamen die Polizisten zu dem Schluss, dass die Bewohnerin einen Gast zu Besuch gehabt hatte. Auf dem Couchtisch standen eine Champagnerflasche, Gläser und eine Vase mit verwelkten Blumen. Auf dem Nachttisch befanden sich eine Schale mit Erdbeeren in Schokolade, 2 Sektgläser und Saftgläser. Die Polizisten begannen mit der aktiven Suche nach der Vermissten. Sie überprüften ihre Mobiltelefone und befragten Freunde und Bekannte. Die Nachbarn sagten übereinstimmend aus, dass sie die Frau in den letzten Tagen nicht gesehen hätten. Es gab keine Überwachungskameras im Eingangsbereich und in der Nähe des Hauses. Und bald geschah etwas, das niemand hätte vorhersagen können. Fast eine Woche nach ihrem Verschwinden, am 18. September 2015, tauchte Isabelle Eriksson in einer Polizeistation in Stockholm auf, begleitet von einem Mann, der ruhig und wortkarg war. Sie erklärte den Ermittlern, dass sie in Wirklichkeit nicht verschwunden sei, sondern freiwillig Zeit mit diesem Mann verbracht habe. Ihr Handy sei leer gewesen, sie habe keine Anrufe entgegennehmen können, daher müsse man nicht nach ihr suchen, da es ihr gut gehe. Damit hätte die Geschichte enden können, aber die Polizisten bemerkten sofort, dass hier etwas nicht stimmte. Während ihrer Erzählung verhielt sich Isabelle seltsam. Sie wirkte wie gelähmt, gab oft unpassende Antworten und sah insgesamt nicht ganz zurechnungsfähig und gesund aus. Unter einem Vorwand brachten die Ermittler die Frau in einen separaten Raum und fragten sie, ob wirklich alles in Ordnung sei. Daraufhin brach sie in Tränen aus und gestand, dass sie all diese Tage in einer Art Bunker verbracht hatte und dass der Mann, der sie begleitet hatte, in Wirklichkeit ihr Entführer war. Isabelle erzählte, dass er sie in einem Auto gebracht hatte, in dem sich eine Pistole befand. Daraufhin beschlossen die Polizisten, mit dem Mann zu sprechen. Einer der Beamten ging zu seinem Auto und fand darin eine Luftpistole, die keine besondere Gefahr darstellte. Danach verlangten die Polizisten vom Mann eine Erklärung. Überraschenderweise leugnete er nichts, sondern bestätigte die Worte der Frau. Er wurde sofort verhaftet und verhört. Es stellte sich heraus, dass der Mann tatsächlich Martin Treneborg hieß. Er hatte nicht über sein Alter gelogen. Er war 38 Jahre alt, aber das war auch schon die ganze Wahrheit, die er Isabelle bei ihrer ersten Begegnung über sich erzählt hatte. In Wirklichkeit war er nie Börsenmakler gewesen und hatte nie in London gelebt. Martin hatte ein Medizinstudium absolviert und als Arzt in mehreren Kliniken in Südschweden gearbeitet. Er wurde von Kollegen und Patienten geschätzt, man prophezeite ihm eine große Karriere in der Medizin.
Allerdings ahnte keiner von ihnen etwas von dem lang gehegten Traum des Arztes, eine persönliche Dienerin zu haben, die alle seine sexuellen Gelüste befriedigen würde. Um sein Vorhaben zu verwirklichen, begann Treneborg bereits im Jahr 2010 mit dem Bau eines schalldichten einstöckigen Gebäudes, in dem er seine Gefangene halten würde. Er verbrachte 5 Jahre damit, ein einstöckiges Gebäude ohne Fenster zu entwerfen, das er selbst als Bunker bezeichnete. Er kaufte die notwendigen Materialien und baute es. Die Entfernung von Stockholm nach Kristianstad, wo sich der Bunker befand, betrug fast 600 Kilometer. Als er den Bau fertiggestellt und fast alles im Inneren eingerichtet hatte, begann Martin, nach seinem zukünftigen Opfer Ausschau zu halten. Viele Frauen gefielen ihm aus irgendeinem Grund nicht, aber als er Isabelle im Internet fand, wusste er sofort, dass sie diejenige war, nach der er gesucht hatte. Am 12. September kam Treneborg zu Erikssons Wohnung, um sich zum 2. Mal mit ihr zu treffen. Er brachte Champagner und mit Schokolade überzogene Erdbeeren mit, die er zuvor mit einem stark wirksamen Präparat mit sedierender und schlaffördernder Wirkung aus illegalen Substanzen versetzt hatte. Um nicht versehentlich selbst eine der präparierten Beeren zu essen, markierte er die Erdbeerblätter vorsorglich mit einem schwarzen Stift. Sie tranken jeweils ein Glas Champagner. Martin suchte die richtigen Beeren aus und steckte sie ihr selbst in den Mund. Isabelle hielt dies für eine romantische Geste. Sie ahnte nichts. Bald darauf verdunkelte sich ihr Blick und sie verlor das Bewusstsein. Danach ging Martin nach draußen, holte einen Rollstuhl und eine Tasche mit Sachen aus dem Kofferraum seines Autos und kehrte dann in Erikssons Wohnung zurück. Er holte eine gruselige Maske einer alten Frau aus der Tasche und setzte sie Isabelle auf den Kopf. Dann setzte er die Frau in den Rollstuhl und schob sie auf die Straße. Dort setzte er sie in sein Auto, verstaute den Rollstuhl wieder im Kofferraum und fuhr zu seinem Haus im Süden Schwedens. Sie hatten eine lange Fahrt vor sich, ganze 5 Stunden von Stockholm nach Treneberg, einem kleinen Dorf in der Nähe von Kristianstad. Der Mann hatte dort ein Haus und ein Grundstück weit entfernt von seinen Nachbarn. Während der 5-stündigen Fahrt verabreichte Martin Isabelle mehrmals intravenös ein Mittel aus illegalen Substanzen. Es ist bekannt, dass Martin während der Fahrt an den Stellen, an denen sich Kameras befanden, regelmäßig eine Maske eines bärtigen Mannes aufsetzte. Während der Fahrt wachte Isabelle kurz auf und sah, dass an ihrem Finger ein Gerät befestigt war, das ihren Puls überwachte. Die Frau war sehr schwach und verlor bald wieder das Bewusstsein. Als sie aufwachte, befand sie sich bereits in einem Bunker. Sie lag auf einem Bett in einem fensterlosen Raum. An der Tür befand sich ein Codeschloss und an ihren Handvenen waren 2 Katheter angeschlossen. Martin saß auf einem Stuhl neben dem Bett und sah Isabelle aufmerksam in die Augen. Er begann, mit ihr auf Schwedisch zu sprechen und erklärte, dass niemand sie hören würde, wenn sie zu schreien begann, da die Wände des Bunkers aus dickem Beton gebaut seien und sie nicht von hier entkommen könne. Martin erklärte, dass sie nun hier als seine Geliebte leben würde. Sie solle ihn 2- bis 3-mal am Tag befriedigen, essen, kochen und putzen. Er teilte ihr mit, dass er sie mehrere Jahre im Bunker festhalten und dann freilassen würde. Außerdem entwickelte der Arzt ein System von Strafen für schlechtes Benehmen. So wurden beispielsweise die Verweigerung von Intimität oder Fluchtversuche mit zusätzlichen 100 Tagen Gefangenschaft bestraft. Später erkundigte er sich, welche Speisen sie gerne möge und welche Bücher er ihr zum Lesen mitbringen solle. Als Gesellschaft brachte Martin seinen Hund Nelly mit in den Bunker. Der Mann hatte dieses Gebäude selbst gebaut. Es hatte eine Fläche von 60 Quadratmetern. Im Inneren befanden sich ein Schlafzimmer, eine Toilette und eine voll ausgestattete Küche. Dort gab es auch einen Zugang ins Freie, einen kleinen überdachten Innenhof, damit die Gefangene ein wenig frische Luft schnappen konnte. Neben der Küche im Bunker befand sich ein kleiner Raum, der noch renoviert wurde. Isabelle fragte Martin, was dort in Zukunft passieren würde. Er antwortete, dass er dort seine eigene Folterkammer einrichten werde. Dabei lächelte Treneborg und Isabelle dachte, er mache einen Scherz. Martin erklärte Isabelle, dass er der einzige Mensch sei, der wisse, wie man diesen Bunker öffne. Er sagte, wenn sie versuchen würde zu fliehen, würde er sie an das Bett fesseln und ihr nur Brot zu essen geben. Am ersten Tag nahm Treneborg Isabelle Blut- und Vaginalproben ab und untersuchte sie bei sich auf der Arbeit, um sicherzustellen, dass die Frau keine ernsthaften Krankheiten hatte. Er zwang sie, die Pille zu nehmen, da er keine Kondome benutzen wollte.
Martin hatte keine Angst, dass Isabel schwanger werden könnte. Er wollte das nicht, sagte aber, dass er als Arzt wisse, wie man eine Geburt durchführt, falls dies doch passieren sollte. Während der gesamten 6 Tage ihrer Gefangenschaft kam Treneborg gegen 6:30 Uhr morgens zu Eriksson, legte ihr Handschellen an und führte sie zusammen mit dem Hund in den geschlossenen Hof, damit sie frische Luft schnappen konnte. Dann brachte er sie zurück in den Bunker, wo die Frau den ganzen Tag verbrachte, während der Mann zur Arbeit fuhr. Er kam um 6 Uhr abends zurück, bat Isabel zu duschen und sich für den Sex fertig zu machen. An einem der Tage bat Martin sie, ihm Hackfleisch zuzubereiten, während er duschte. Ein paar Tage später fand Isabel 2 Nägel im Bunker und versuchte am Abend, ihren Entführer anzugreifen. Er packte sie am Handgelenk und hielt sie fest, dann holte er eine Pistole aus seiner Tasche und drohte sie zu erschießen. Isabel bekam Angst. Martin erklärte, dass sie, wenn sie ihn töten würde, den Rest ihres Lebens mit einer stinkenden Leiche verbringen und selbst sterben würde, da niemand ihr zu Hilfe kommen würde. Jede Nacht schliefen sie zusammen im Bunker auf dem Bett. Treneborg benutzte die Frau, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Isabel schlief fast nicht und hatte Angst, die Augen zu schließen. Eines Tages lud er sie zu sich nach Hause ein. Sie legten sich ins Bett. Martin bat sie, ihren Kopf auf seine Brust zu legen und ihn mit ihrem Arm zu umarmen. Er sehnte sich nach Wärme und Zärtlichkeit. Später gestand der Mann, dass er gehofft hatte, sie würde ihre Angst verlieren, ihn lieben und wie eine normale Frau mit ihm zusammenleben. Außerdem erzählte er ihr von seinen Plänen, ein weiteres Opfer zu finden und in den Bunker zu bringen. Er gestand, dass er eine ziemlich bekannte Frau im Auge habe. Er plante, sich als Klempner zu verkleiden, in ihr Haus einzudringen und sie dann zu entführen. Zunächst müsse er jedoch noch einen weiteren Raum im Bunker fertigstellen und Warmwasser anschließen. Martin teilte ihr mit, dass Isabel in 2 bis 3 Monaten eine hübsche Nachbarin bekommen würde. In einem Gespräch fragte Martin Eriksson, wem sie so ähnlich sehe. Die Frau antwortete, dass sie ihrer Mutter ähnlich sehe. Daraufhin sagte Martin, dass ihre Mutter vielleicht bald hier leben würde. Diese Nachricht erschreckte Isabel sehr. Insgesamt verbrachte Eriksson 6 qualvolle Tage bei dem Arzt. Während dieser ganzen Zeit gab ihr der Mann Substanzen aus dem Bereich illegaler Substanzen. Ihren Angaben zufolge sprach Martin kaum mit ihr, war still, und sie wusste nicht, wie es mit ihr weitergehen würde. Isabel dachte ständig an das Schlimmste. Sie glaubte, dass ihr Leben bald zu Ende sein würde. Die Frau gab zu, dass sie sich wie ein Haustier fühlte, als Martin sie in den geschlossenen Hof zum Spazierengehen mitnahm. Einige Tage nach der Entführung fuhr Martin zusammen mit seinem Bruder zu einem Konzert nach Stockholm. Dort wollte er bei Isabels Wohnung vorbeifahren und sich vergewissern, dass alles in Ordnung war. Er wollte die Spuren beseitigen und ihre Sachen aus der Wohnung holen, um sie in den Bunker zu bringen. Als er jedoch an der ihm bereits bekannten Adresse ankam, stellte er fest, dass die Schlösser an Isabels Wohnungstür ausgetauscht worden waren und im Treppenhaus ein Plakat mit der Bitte um Hilfe bei der Suche nach ihr hing. Der Arzt geriet in Panik und erzählte Isabel alles. Er gestand, dass er keine Lust hatte, im Gefängnis zu landen. Am 18. September setzten sie sich beide ins Auto und fuhren nach Stockholm. Während der 5-stündigen Fahrt wechselten sie sich am Steuer ab und machten eine Pause bei Burger King, um etwas zu essen. Als sie auf der Polizeiwache ankamen, erzählte Eriksson, dass sie freiwillig bei Treneborg zu Hause sei, dass es ihr gut gehe und man nicht nach ihr suchen müsse. Glücklicherweise gelang es den Polizisten, die Wahrheit aus dem Paar herauszubekommen. Martin leugnete nicht, dass er die Frau in den Bunker gebracht und dort festgehalten hatte. Der Mann wurde sofort als schwedischer Fritz bezeichnet, zu Ehren des berühmten österreichischen Verbrechers Josef Fritzl, der seine Tochter im Keller seines eigenen Hauses festgehalten hatte. Die Ermittlungsgruppe begab sich zu Treneborgs Haus und traute ihren Augen nicht. Sie betraten den Bunker und untersuchten alle Räume. Die Polizisten stellten fest, dass im Inneren alles bis ins kleinste Detail durchdacht war. Dicke Betonwände, doppelte Metalltüren, ein Ausgang ins Freie. Die Polizisten fanden Gummimasken, mit denen der Mann sich und die Frau verkleidet hatte. Die Ermittler fanden heraus, dass Martins Privatleben nicht gut verlief. Er hatte die Universität abgeschlossen, danach eine Partnerin gehabt, die ihn verlassen hatte, und kurz darauf war sein bester Freund gestorben. Ende 2009 kaufte Martin ein Haus auf dem Land.
Er arbeitete als Arzt und lebte allein. Er litt häufig unter lang anhaltenden Depressionen und hatte Gedanken, sich das Leben zu nehmen. In seiner Freizeit kletterte Martin und renovierte sein Haus. Er gab an, dass er sich ursprünglich für das Bauen interessiert habe, um einen Bunker zu errichten, in dem er sich und seine Familie im Falle einer Naturkatastrophe schützen könne. Doch bereits während des Baus seien ihm dunkle Gedanken gekommen, dort eine Frau festzuhalten, um seine sexuellen Wünsche auszuleben. Ab 2014 begann der Mann, einen konkreten Plan auszuarbeiten, wie er eine junge Frau entführen und in den Bunker bringen könnte. Im Sommer 2015 fand Martin auf einer Website für Escort-Dienste Isabel. Er verliebte sich nach eigener Aussage sofort in sie und beschloss, seinen lange gehegten Plan umzusetzen. Als er vor dem Bezirksgericht Stockholm auf der Anklagebank saß, bekannte sich Martin Treneborg schuldig, Isabel Eriksson entführt und ihrer Freiheit beraubt zu haben. Er erklärte jedoch, dass er ausschließlich einvernehmlichen Sex mit ihr gehabt habe. Eine psychiatrische Untersuchung ergab, dass Martin nicht an einer schweren psychischen Erkrankung litt. Seine Anwältin Maria Schaub erklärte vor Gericht, dass Martin ein trauriger und depressiver Mensch gewesen sei, keine Beziehung gehabt habe und sich nach Nähe gesehnt habe. Er habe Isabel mitgenommen, weil er mit ihr zusammenleben wollte. Die Anwältin betonte außerdem, dass Martin niemandem habe schaden wollen und seine Tat bereue. Am 25. Januar 2016 wurde Martin Treneborg wegen Entführung und Freiheitsberaubung von Isabel Eriksson in einem eigens errichteten einstöckigen Gebäude für schuldig befunden. Der Mann wurde zu 10 Jahren Haft verurteilt. Das Berufungsgericht kam jedoch später zu dem Schluss, dass Martin unter Depressionen gelitten und Gedanken gehabt habe, sich das Leben zu nehmen. Seine Haftstrafe wurde daraufhin auf 8 Jahre reduziert. Während seiner Haftzeit bekam der Bunker neue Besitzer. Im Sommer 2018 wurde das Haus nach langen Verhandlungen schließlich für $75.000 verkauft. Isabel Eriksson schrieb ein Buch über ihre Erlebnisse. Sie besucht regelmäßig eine Psychotherapeutin und leidet noch immer unter Albträumen, die mit dem Bunker zusammenhängen. Isabel gab an, dass sie großes Glück gehabt habe zu überleben. Die Frau wurde gläubig, besucht regelmäßig die Kirche und spricht mit einem Priester. Sie glaubt, dass ihr eine zweite Chance im Leben geschenkt worden sei. Isabel absolviert eine Ausbildung zur Wirtschaftswissenschaftlerin und plant, Unternehmerin zu werden. Es ist bekannt, dass Martin Treneborg im Januar 2021 nach Verbüßung von nur 2/3 seiner Strafe vorzeitig auf Bewährung entlassen wurde. Seine ärztliche Zulassung wurde ihm entzogen, sodass er nicht mehr als Arzt arbeiten darf. Donna und Mark Winger lernten sich Anfang 1988 kennen. Ihr erstes Treffen fand bei einem Blind Date statt. Die beiden jungen Leute fanden Gefallen aneinander und begannen sofort, sich zu verabreden. Nach 6 Monaten machte Mark Donna einen Heiratsantrag und das Paar heiratete im März 1989, ein Jahr nach ihrem Kennenlernen. Die Braut war 25, der Bräutigam 26 Jahre alt. Nach der Hochzeit ließen sich die Frischvermählten in Springfield, Illinois, nieder. Mark arbeitete als Ingenieur in einem Atomkraftwerk, Donna als OP-Schwester. Die Wingers galten als vorbildliche, erfolgreiche und angesehene Familie. Das Ehepaar passte perfekt zusammen, sie planten Kinder, aber leider vergingen die Jahre. Donna war bereits 30, aber sie konnte einfach nicht schwanger werden. Die Ärzte stellten eine entmutigende Diagnose: Unfruchtbarkeit. Mark und Donna waren verzweifelt. Sie wollten sich nicht damit abfinden, dass in ihrem Haus niemals Kinderlachen zu hören sein würde. Im Jahr 1995 teilte Donnas Gynäkologe ihr mit, dass er eine junge Patientin habe, die bald ein ungewolltes Kind zur Welt bringen würde und plane, es zur Adoption freizugeben. Der Arzt schlug der unfruchtbaren Donna vor, das Baby zu sich zu nehmen und ihm Liebe und Zuneigung zu schenken. Donna willigte ein. Mark unterstützte seine Frau bei dieser schwierigen Entscheidung. Am 1. Juni 1995 wurden die Wingers Eltern eines kleinen Mädchens namens Bailey Elizabeth. Zu dieser Zeit besuchte Donna oft ihre Mutter und ihren Stiefvater, die in Florida lebten.
Im August 1995 verbrachte sie mit Bailey einige Tage bei ihren Verwandten und flog dann nach Hause. Als das Flugzeug am 23. August auf dem internationalen Flughafen von St. Louis, Missouri, landete, bestellte Donna ein Taxi, um nach Springfield zu fahren. Diese Fahrt wurde für die Frau zum Verhängnis. Der Taxifahrer war ein junger Mann namens Roger Harrington. Während der gesamten anderthalbstündigen Fahrt fuhr der Taxifahrer zu schnell, war unaufmerksam und murmelte etwas vor sich hin. Später gestand Roger, dass er während der Fahrt oft mit einem gottähnlichen Geist namens Dan sprach. Der Mann sagte, dass dieser Geist manchmal, wenn er sich ans Steuer setze, zu ihm komme, ihn aus seinem Körper ziehe und er hoch in den Himmel hinter seinem Auto herfliege. Roger versuchte auch mit Donna zu flirten, versicherte ihr, dass er ältere Frauen liebe und lud sie zu einer der Swingerpartys ein, die er oft in seiner Wohnung veranstaltete. Nach 1,5 Stunden kam das Taxi endlich am Haus der Familie Winker an. Donna war unglaublich erleichtert, da sie die ganze Fahrt über angespannt gewesen war. Als sie mit Bailey auf dem Arm das Haus betrat, erzählte die Frau ihrem Mann sofort von der unangenehmen Fahrt und schrieb später in ihrem persönlichen Tagebuch über diese Geschichte. Mark gefiel die ganze Situation überhaupt nicht. Der Mann rief immer wieder bei der Firma an, für die der Taxifahrer Roger Harrington arbeitete. Bald darauf verlor der junge Angestellte seinen Job. 6 Tage vergingen. Am 29. August 1995 trainierte der 32-jährige Mark Winger auf dem Laufband im Keller seines Hauses, als er plötzlich einen dumpfen Schlag von oben hörte. Der aufgeregte Mann eilte sofort ins Kinderzimmer im 2. Stock, um nachzusehen, ob mit der kleinen Bailey alles in Ordnung war. Glücklicherweise schlief sie ruhig in ihrem Bettchen. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass es seiner Tochter gut ging, stellte Mark fest, dass seine Frau Donna nicht bei dem Kind war. Das kam ihm seltsam vor. Mark rannte ins Schlafzimmer, holte seine Pistole und ging hinunter ins Erdgeschoss. Als er den Flur entlang ging, hörte er seltsame Geräusche aus der Küche und ging dorthin. Dort bot sich Mark ein schrecklicher Anblick. Donna lag regungslos da. Direkt über ihr stand ein junger Mann mit einem Hammer in der Hand und wollte gerade erneut zuschlagen. Mark zielte und schoss auf den Fremden. Dieser drehte sich zu ihm um und wollte den Hausherrn angreifen. Da drückte Mark ein zweites Mal ab. Der Angreifer fiel zu Boden. Um 16:27 Uhr ging ein Anruf bei der Notrufzentrale ein. Mark Winger teilte dem Disponenten mit, dass er einen Fremden erschossen habe, der seine Frau in ihrem Haus angegriffen hatte. Nachdem er aufgelegt hatte, eilte der Mann zu seiner Frau, hörte jedoch, wie der neben ihr liegende Mann vor Schmerzen zu stöhnen begann. Wütend griff Mark nach einem Hammer und versetzte dem verwundeten Angreifer mehrere Schläge gegen die Brust. Als die Polizei am Tatort eintraf, fanden sie die 31-jährige Donna Winger in kritischem Zustand vor. Die Frau war mindestens 7 Mal mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen worden. Der Puls des Angreifers war kaum noch zu fühlen, aber auch er lebte noch. Bevor die Sanitäter die Verletzten ins Krankenhaus brachten, machte einer der Beamten mehrere Polaroid-Fotos und hielt so die Position von Donna und ihres mutmaßlichen Angreifers fest. Der Angreifer starb unmittelbar nach seiner Ankunft im Krankenhaus. Donna starb noch auf dem Weg dorthin. Die Frau kam nie wieder zu Bewusstsein und konnte nicht mehr schildern, was in ihrem Haus geschehen war. Ermittler Charlie Cox, der mit der Untersuchung dieses Falls beauftragt wurde, befragte zunächst Mark Winger. Der Mann bestätigte, dass die im Haus gefundene Pistole vom Kaliber 45 tatsächlich ihm gehörte. Genau mit dieser Waffe hatte er auf den Angreifer geschossen, der Donna attackiert hatte. Auf die Frage nach dem Hammer erklärte Mark, dass er wusste, dass dieses Werkzeug auf dem Küchentisch gelegen hatte. Donna habe es dort platziert, um ihn daran zu erinnern, einen Hutständer anzubringen. Mark fragte nach dem Namen des Täters, doch der Ermittler schwieg. Dann fragte Mark, ob es sich um Roger Harrington handle. Als er eine bestätigende Antwort erhielt, sagte Mark: »Mein Gott, das ist doch der Mann, der meine Frau in der vergangenen Woche verfolgt hat.« Er erzählte den Polizeibeamten von der letzten Fahrt seiner Frau vom Flughafen. Dieser Taxifahrer habe ihr große Angst eingejagt. Doch damit sei es nicht zu Ende gewesen. Über 6 Tage hinweg habe sie mehrere seltsame Anrufe erhalten und sei überzeugt gewesen, dass Roger sie anrief.
Die Ermittler fanden das Tagebuch der verstorbenen Donna Winger, in dem sie diese beunruhigende Taxifahrt beschrieben hatte. Mark berichtete außerdem, dass er bei der Firma angerufen habe, bei der Roger gearbeitet hatte, woraufhin der Fahrer entlassen worden sei. Möglicherweise habe sich der Taxifahrer deshalb entschlossen, sich an ihnen zu rächen. Mark Winger war überzeugt, dass er wegen der Tötung von Roger Harrington angeklagt werden würde und zeigte sich entsprechend besorgt. Tatsächlich betrachteten die Polizeibeamten ihn jedoch als Opfer. Die Untersuchung am Tatort bestätigte diese Einschätzung. In Rogers Auto, das vor dem Haus der Wingers geparkt war, fanden sie ein Messer, einen Reifenheber sowie eine Notiz mit Marks vollständigem Namen, seiner Privatadresse und der Uhrzeit 16:30 Uhr, zu der das Verbrechen stattgefunden hatte. Außerdem stellte sich heraus, dass Roger einige Jahre zuvor in einer psychiatrischen Klinik behandelt worden war. Hinzu kam, dass Ermittler Charlie Cox den Mann bereits kannte, da es zuvor einen Streit zwischen ihm und seiner Ehefrau gegeben hatte. »Sie haben einen Verbrecher aufgehalten, der ihrer Frau das Leben nehmen wollte. Sie sind ein Held«, erklärte Ermittler Cox Mark Winger mit Nachdruck. Am Tag nach dem Verbrechen gab die Staatsanwaltschaft bekannt, dass Mark in Notwehr gehandelt habe und keine Anklage gegen ihn erhoben werde. Der Fall wurde geschlossen. Die Eltern der verstorbenen Donna waren tief erschüttert über das Geschehen. Sie unterstützten ihren Schwiegersohn, der nun Witwer war, so gut sie konnten. Die gesamte Gemeinde von Springfield stand dem alleinerziehenden Vater bei, der seine geliebte Frau und die Mutter von Bailey verloren hatte. Viele sahen in ihm einen fürsorglichen Familienvater, dessen Leben durch einen gewalttätigen Taxifahrer zerstört worden war. Alle, bis auf die Familie Harrington. Rogers Schwester Barbara, die ihren Bruder besser kannte als jeder andere, versicherte der Polizei, dass er niemals zu einer derart grausamen Tat fähig gewesen wäre. Sie bat die Ermittler, den Fall erneut zu untersuchen, doch ihre Bitte wurde abgelehnt. Rogers Mutter Helen hatte Angst, das Haus zu verlassen, da die gesamte Stadt glaubte, sie habe einen gefährlichen Verbrecher großgezogen. Die Familie Harrington trauerte im Stillen, überzeugt davon, dass niemand ihnen Glauben schenken würde. Allerdings waren sie mit ihren Zweifeln nicht allein. Auch Ermittler Doug Williamson, der ebenfalls an dem Fall beteiligt gewesen war, hegte Bedenken. Seiner Ansicht nach passte etwas nicht zu der von Mark Winger geschilderten Version der Ereignisse. Doch außer ihm wollte niemand mehr in diesem scheinbar offensichtlichen Fall weiter nachforschen. Der Polizeichef lehnte eine Wiederaufnahme der Ermittlungen ab und so blieb der Fall offiziell abgeschlossen. Nach Donners Tod kümmerte sich Mark weiterhin um seine Adoptivtochter Bailey, doch es wurde zunehmend schwierig für ihn, alle Aufgaben allein zu bewältigen. Deshalb stellte der Witwer 5 Monate nach dem Tod seiner Frau eine Haushaltshilfe ein, eine Nanny namens Rebecca Simic. Mark und Rebecca verliebten sich ineinander und bald darauf erfuhr die Frau, dass sie schwanger war. 9 Monate später kam die Tochter Anna zur Welt. Fast unmittelbar danach heirateten die frisch gebackenen Eltern. 1 Jahr später verkaufte Mark das Haus und brach alle Verbindungen zu den Verwandten seiner verstorbenen Frau Donna ab. Zusammen mit Rebecca, Bailey und Anna zog er in einen Vorort von Springfield. Wenig später wurden 2 weitere Kinder in ihre Familie geboren, Maggie und Ben. Ihr Leben hätte seinen gewohnten Gang genommen, wenn nicht Donners enge Freundin Dana Schulz ein Geständnis gemacht hätte. 4 Jahre lang hatte Dana Schulz ein Geheimnis bewahrt, das ihr Angst bereitete und sie innerlich zerfraß. Schließlich hielt die Frau es nicht mehr aus und ging zur Polizei. Sie erzählte, dass sie und Mark Winger eine heimliche Affäre hatten, die bereits einige Monate vor Donners Tod begonnen hatte und noch einige Wochen nach dem Tod der Frau andauerte. Dana behauptete, dass Mark die Scheidung so sehr wollte, dass er einmal gesagt habe, es wäre viel einfacher für uns zusammen zu sein, wenn Donna einfach nicht mehr da wäre. Außerdem erklärte Dana, dass Mark sorgfältig darüber nachgedacht habe, wie er seine Frau loswerden könne und ihr sogar vorgeschlagen habe, sich an einer Verschwörung zu beteiligen. Er habe sich nicht scheiden lassen können, weil er Angst gehabt habe, seine Adoptivtochter zu verlieren. Zu diesem Zeitpunkt war Ermittler Charlie Cox nicht mehr vollständig von Marks Unschuld überzeugt. Die Zweifel seien aufgekommen, als Mark einige Monate nach Donners Beerdigung zur Polizeistation gekommen sei und um die Rückgabe seiner Waffe gebeten habe.
Damals habe er den Ermittler gefragt, ob es neue Informationen zu dem Fall gebe. Ermittler Cox habe diese Frage als merkwürdig empfunden, da die Ermittlungen zu diesem Zeitpunkt längst eingestellt gewesen seien. Ein zweites Mal besuchte Mark den Ermittler, um ihm mitzuteilen, dass er die Nanny seiner Tochter heiraten werde. Mark erschien weiterhin auf der Polizeistation und Ermittler Cox begann zu verstehen, dass der Witwer offenbar herausfinden wollte, ob die Ermittlungen noch weiterliefen. Nach dem Geständnis einer engen Freundin von Donna wurde Mark Winger erneut zur Polizei vorgeladen. Der Mann gab die Affäre zu, bezeichnete die weiteren Anschuldigungen von Dana Schulz jedoch als schreckliche Lügen. »Ich war ein guter Ehemann für Donna«, erklärte Winger. »Ich habe einen Fehler gemacht, als ich meine Frau mit ihrer Freundin betrogen habe. Das war dumm und falsch. Aber ich bin nur ein Mensch und Menschen machen nun einmal Fehler.« Mark bestritt außerdem, dass er Ermittler Cox jemals nach neuen Erkenntnissen im Fall seiner verstorbenen Frau gefragt habe. Trotz aller Dementes des Mannes wurde die Untersuchung im Jahr 1999 offiziell wieder aufgenommen. Bald darauf reichte Mark eine Zivilklage gegen das Unternehmen ein, für das Roger Harrington gearbeitet hatte, da er dieses Unternehmen für den Tod von Donna und für die Handlungen des Taxifahrers verantwortlich machte. In diesem Zusammenhang bat Marks Anwalt darum, ihm die Akten mit Beweisen und weiteren Unterlagen zu diesem Fall auszuhändigen. Es stellte sich jedoch heraus, dass einige Dokumente im Laufe von 4 Jahren verloren gegangen waren. Dafür tauchten Fotografien von Donna und Roger auf, die an jenem verhängnisvollen Tag mit einer alten Polaroid-Kamera aufgenommen worden waren. Die Position der Leichen auf diesen Fotos stimmte nicht mit der Darstellung überein, die Mark bei seiner Vernehmung geschildert hatte. Später erklärte Ermittler Charlie Cox, dass diese Fotos zuvor nicht ausgewertet worden seien, da er nicht einmal von ihrer Existenz gewusst habe. Auf einem der Bilder lag Donna mit dem Gesicht nach unten, obwohl ihr Mann ausgesagt hatte, er habe sie in den Armen gehalten und versucht, ihr zu helfen. Nachdem die Polizeibeamten eingestanden hatten, dass die Ermittlungen im Jahr 1995 fehlerhaft geführt worden waren, nahmen sie ihre Arbeit mit großem Eifer wieder auf. Die Ermittler fanden immer mehr belastendes Material. Rogers Nachbarin Susan Collins berichtete, sie habe gehört, wie Roger am Tag vor der Tat ein Treffen mit jemandem vereinbart habe. Dies erklärte den Inhalt der Notiz, die im Auto des Taxifahrers gefunden worden war. Susan fügte hinzu, dass Roger ihr erzählt habe, er wolle sich mit Mark treffen, um die Situation zu klären, einschließlich der Angelegenheit rund um seine Entlassung. Der Mann habe das Haus um 15:30 Uhr verlassen. Roger hatte ein Messer und ein Brecheisen in seinem Auto. Wenn er den Mord im Voraus geplant hatte, warum nahm er dann nichts davon mit, anstatt einen Hammer zu benutzen? Konnte er ahnen, dass er ein geeignetes Werkzeug zur Hand haben würde? Während seines Anrufs bei der Notrufzentrale sagte Mark Winger, dass seine Frau von einem ihm unbekannten Mann angegriffen worden sei. Der Polizei nannte er jedoch selbst den Namen des Angreifers. Der Besitzer des Taxiunternehmens berichtete, dass Mark sich während des Anrufs über den Fahrer beschwert und ein persönliches Treffen mit Roger verlangt habe. Normalerweise verhalten sich Kunden nicht so. Sie melden ihre Beschwerden einfach der Geschäftsleitung. Aber Mark bestand auf einem Treffen. Roger wollte selbst alles klären und bat daher seinen Chef, ihm die Telefonnummer des Anrufers zu geben. Ein Kriminaltechniker kam zu dem Schluss, dass die Spritzer auf Marks Kleidung die Vermutung stützten, dass er mit dem Hammer zugeschlagen hatte. Auf Roger Harringtons Kleidung wurden keine Spuren von Donners Blut gefunden. Die Notiz in Donners Tagebuch über die seltsame Taxifahrt war in einer Handschrift geschrieben, die Donners Handschrift ähnelte. Es stellte sich jedoch heraus, dass diese Notiz nicht von ihr geschrieben worden war. Der Experte bestätigte, es war Marks Handschrift. 6 Jahre nach dem Mord, im Jahr 2001, wurde Mark Winger verhaftet und in Erwartung des Gerichtsverfahrens ins Gefängnis gebracht. Ermittler Charlie Cox, der ihn einst als Helden bezeichnet hatte, war nun fest entschlossen, zu beweisen, dass Mark ein kaltblütiger Verbrecher war. Die neue Theorie lautete, dass Donners unangenehme Fahrt mit Roger Mark dazu inspiriert habe, den Mord an seiner Frau und gleichzeitig den Mord an dem Taxifahrer zu planen, um die gesamte Geschichte glaubwürdiger erscheinen zu lassen. Donners Eltern wussten, dass die Beweise gegen ihren ehemaligen Schwiegersohn überzeugend waren, hofften aber dennoch, dass er irgendwie freigesprochen würde. Sie weigerten sich zu glauben, dass er der Täter war.
Nach 13 Stunden Beratung kamen die Geschworenen zu einem Urteil. Mark Winger war schuldig, 2 Menschen getötet zu haben, Donna Winger und Roger Harrington. Im August 2002 wurde er zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit der vorzeitigen Entlassung verurteilt. Der Verurteilte bekannte sich nie schuldig. 4 Jahre später, im Jahr 2006, wurde der Häftling Mark Winger angeklagt, einen anderen Häftling für 2 weitere schwere Verbrechen angeworben zu haben. Mark versuchte, seinen 44-jährigen Zellengenossen Terry Hubble dazu zu bewegen, ihm zu helfen, Donners Freundin Dana Schulz zu töten, weil sie gegen ihn ausgesagt hatte. Außerdem wollte Mark seinen Jugendfreund Jeffrey Gellman dafür bestrafen, dass dieser sich bei seiner Verhaftung geweigert hatte, eine Kaution in Höhe von $1 Million für ihn zu hinterlegen. In Marks Zelle fanden die Beamten 19 Seiten handschriftlichen Textes mit einer Beschreibung seines Plans. Der Mann wollte, dass sein Zellengenosse seine Verbindungen in der Unterwelt nutzte, um die Entführung seines Jugendfreundes Jeffrey Gellman zu organisieren, um von dessen Familie Lösegeld zu erpressen. Sobald das Geld eingegangen wäre, hätte Mark angeordnet, Jeffrey zu töten. Für dasselbe Geld sollte ein Auftragskiller engagiert werden, der Donners Freundin Dana Schulz töten sollte, nachdem er sie dazu gezwungen hätte, eine Erklärung zu schreiben, dass sie Mark Winger zu Unrecht beschuldigt habe und er in Wirklichkeit unschuldig sei. Der hinterhältige Plan schlug fehl und Mark Winger stand im Juni 2007 erneut vor Gericht. Mark überzeugte die Geschworenen davon, dass die Manuskripte lediglich seine Fantasie widerspiegelten, die er nie in die Tat umsetzen wollte. Dennoch wurde er wegen Anstiftung zur Entführung und zum Mord an mehreren Personen für schuldig befunden und zu 35 Jahren Haft zusätzlich zu seiner bereits bestehenden lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Es ist bekannt, dass Marks zweite Frau Rebecca sich unmittelbar nach seiner Inhaftierung von ihm scheiden ließ. Sie nahm wieder ihren Mädchennamen Simic an. Die Frau adoptierte offiziell Bailey, die Adoptivtochter von Mark und Donna. Zunächst zog Rebecca zu ihrem leiblichen Bruder. Sie hatte weder ein Zuhause noch Geld oder staatliche Unterstützung. Als sich ihre finanzielle Situation verbesserte, mietete sie ein eigenes Haus für sich und ihre Kinder und zog ihre Töchter und ihren Sohn allein groß. Rebecca und ihre Kinder schlossen sich der Southeast Christian Church an. Heute arbeitet die Frau und verfügt über ein stabiles Einkommen. Sie hat nie wieder geheiratet. In einem ihrer letzten Interviews im Jahr 2021 gestand Rebecca: Als Mark ins Gefängnis kam, fühlte ich mich gedemütigt. Ich fühlte mich unwohl und schämte mich, obwohl ich nichts Falsches getan hatte. Jetzt lebt Mark zwar noch, aber für mich und meine Familie ist er tot. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Ying-Ying Zhang lebte bereits seit 2 Monaten in Illinois. Sie lernte mit Begeisterung, fand neue Freunde und versuchte, sich an ihr neues Leben zu gewöhnen. Der 9. Juni war für sie ein sehr ereignisreicher Tag. Alles war minutengenau geplant. Arbeit, Treffen, Besorgungen. Um 8:30 Uhr morgens kam sie an der Universität an, um an ihrer Forschungsarbeit zu arbeiten. Gegen Mittag machte sie eine kurze Pause, kehrte in ihr Wohnheim zurück und aß zu Mittag. Danach hatte sie einen Termin mit einem Immobilienmakler. Die junge Frau hoffte, einen Vertrag für eine neue Wohnung unterschreiben zu können. Anschließend wollte Ying-Ying zum Campus zurückkehren, bis zum Abend arbeiten und sich gegen 7 Uhr abends mit Freunden zum Abendessen treffen. Nach dem Mittagessen stieg sie in den ersten von 2 Bussen, um zu der Wohnung zu fahren, die sie sich ansehen wollte. Um 1:30 Uhr nachmittags schickte sie dem Makler eine Nachricht, dass sie sich etwa 10 Minuten verspäten würde. Der Makler antwortete, dass das kein Problem sei. Aber um 14:40 Uhr war Ying-Ying immer noch nicht aufgetaucht und der Makler musste gehen. Im Laufe des Tages versuchten mehrere Personen, die junge Frau anzurufen, aber sie ging nicht ran. Sie kam nicht zu ihrer Forschungsarbeit an der Universität und erschien auch nicht zu einem Abendtreffen mit Freunden. Nachdem sie bis 19 Uhr weder einen Anruf noch eine Nachricht von ihr erhalten hatten, wandte sich einer ihrer Freunde an die Polizei. Gegen 21 Uhr begannen die Polizisten mit der Suche und durchsuchten ihr Zimmer im Studentenwohnheim. Das Licht war ausgeschaltet,
die Fenster geschlossen. Es gab keine Einbruchsspuren. Vor Ort wurden Dokumente und etwas Geld gefunden. Es schien, als hätte Ying-Ying nicht vorgehabt, zu verschwinden. Alles deutete darauf hin, dass sie vorhatte, ins Wohnheim zurückzukehren. Die Polizei hinterließ ihren Freunden ihre Kontaktdaten in der Hoffnung, dass sie bis zum Morgen zurückkehren und sich bei ihnen melden würde. Möglicherweise dachten sie, dass die junge Frau einfach müde und nervös war und beschlossen hatte, für einen Tag irgendwo hinzufahren, um sich auszuruhen. Aber am Mittag des nächsten Tages waren bereits fast 24 Stunden vergangen, seit Ying-Ying zum letzten Mal gesehen worden war. Nun war es offiziell ein Vermisstenfall. Die Ermittler begannen, ihr Handy zu orten. Das Signal wurde in der Nähe des Busbahnhofs von Illinois registriert, aber weder die junge Frau noch ihr Handy waren dort zu finden. Bald schaltete sich das FBI in den Fall ein. Glücklicherweise waren auf dem Universitätsgelände zahlreiche Überwachungskameras installiert, die eine recht gute Bildqualität lieferten. Die Ermittler waren sich sicher, dass sie etwas sehen. Die 26-jährige Ying-Ying Zhang stammte aus der Stadt Nanping im Südosten Chinas. Ihr Vater sagte, dass sie sich immer genauso sehr für andere einsetzte wie für sich selbst. Sie wollte ihrer Familie, ihren Freunden und der Gesellschaft helfen. Den größten Teil ihres Lebens widmete sie dem Studium und war stets die Beste in ihrer Klasse. Musik war eine weitere Leidenschaft von ihr. Ying-Ying war Sängerin in einer Band. Sie schloss ihr Studium ab und erwarb einige Jahre später einen Masterabschluss in Umwelttechnik. Anschließend arbeitete sie als Gastwissenschaftlerin an der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, bevor sie sich zu einem großen Schritt entschloss, dem Umzug quer durch die Welt nach Illinois in den USA. Im April 2017 verabschiedete sich Ying-Ying von ihrer Familie und flog nach Amerika. Ihre Eltern waren traurig, dass sie so lange weg sein würde. Aber ihre Mutter sagte, dass ihre Tochter immer sehr unabhängig gewesen sei. Egal was man ihr sagte, sie ging stets ihren eigenen Weg. Ich war sehr besorgt, habe aber nichts gesagt, um sie nicht zu verunsichern, gab ihre Mutter zu. Ying-Ying kam im Rahmen eines einjährigen Forschungsprogramms in die USA, um an der University of Illinois in Urbana-Champaign Photosynthese und die Produktivität von Nutzpflanzen zu studieren. Danach wollte sie ein Doktoratsstudium absolvieren und promovieren. Das Einzige, was sie mehr liebte als zu studieren, war, ihr Wissen mit anderen zu teilen. Professorin in China zu werden, war ihr größter Traum. Ihr Verlobter, Ho Zhaolin, der in ihrer Heimat geblieben war, zählte die Tage bis zu ihrem Wiedersehen. Sie hatten sich während ihres Studiums kennengelernt, das beide mit Auszeichnung abgeschlossen hatten. Sie freuten sich auf den Oktober, wenn ihre Hochzeit stattfinden sollte. Es waren nur noch wenige Monate bis dahin, aber leider sollten ihre Pläne nicht in Erfüllung gehen. Die Aufzeichnung der Überwachungskamera im ersten Bus zeigte, wie Ying-Ying einsteigt. Der Bus war ziemlich leer, niemand fiel besonders auf. Sie stieg auf der gegenüberliegenden Straßenseite aus, wo sie in den zweiten Bus umsteigen sollte, und kam leider nur wenige Sekunden zu spät. Sie versuchte, den Bus einzuholen, rannte ihm hinterher und winkte mit der Hand, aber er fuhr davon. All dies wurde von der Außenkamera des zweiten Busses aufgezeichnet. Auf einer anderen Aufnahme, die von einer Kamera einige Blocks entfernt gemacht wurde, ist zu sehen, wie Ying-Ying die Straße entlang geht und an einer Straßenecke stehen bleibt, wahrscheinlich um zu überlegen, wie sie weiterkommen kann. In diesem Moment hält ein dunkles Auto neben ihr. Es scheint, als würden sich die junge Frau und der Fahrer kurz unterhalten, woraufhin Ying-Ying auf den Beifahrersitz steigt. Das Auto fährt los. Wer war dieser Fahrer? Ein Bekannter, ein Taxifahrer oder einfach nur ein Zufallsbekannter, der ihr eine Mitfahrgelegenheit angeboten hatte? Die Ermittler überprüften Dutzende von Überwachungskameras in der Umgebung. Aber nach diesem Moment ist Ying-Ying nirgendwo mehr aufgetaucht. Beim Durchsehen der Kameraaufnahmen fiel den Ermittlern auf, dass das Auto, in das Ying-Ying eingestiegen war, schon eine Weile in der Gegend herumgefahren war, bevor es neben ihr anhielt. Der Fahrer fuhr in die entgegengesetzte Richtung, bemerkte aber offenbar die junge Frau, wendete um die Ecke und kehrte zurück, um am Straßenrand neben ihr anzuhalten. Das Kennzeichen war nicht zu erkennen, aber anhand der Form und der Details der Karosserie konnte das Modell des Autos bestimmt werden. Ein schwarzer, viertüriger Saturn Astra.
Die Verbindung zu diesem Auto ergab sich, als die Polizei einen Anruf von einer Studentin namens Emily erhielt. Sie erzählte, dass am selben Tag, an dem Ying Ying verschwand, ein weißer Mann in einem dunklen Auto auf sie zugefahren kam. Er hielt an und sagte: »Hallo, ich bin ein Undercover-Polizist und arbeite in dieser Gegend. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen?« Emily antwortete: »Ja, gerne.« Daraufhin holte der Mann ein schwarzes Abzeichen hervor, angeblich von der Polizei, und zeigte es ihr. Die junge Frau bemerkte, dass das Abzeichen billig aussah, wie ein Teil eines Halloween-Kostüms. Danach bot er ihr an, in sein Auto zu steigen, aber Emily lehnte ab. Der Mann war für einen Moment verwirrt, sagte dann aber: »Na gut, wenn du etwas Verdächtiges siehst, ruf die Polizei«, und fuhr davon. Dieser Vorfall ereignete sich nur 4 Stunden bevor Ying Ying in ein ähnliches dunkles Auto stieg. Als die Ermittler die Datenbank aller in Champaign County registrierten Saturn Astra überprüften, stellte sich heraus, dass es nur 18 solcher Autos gab. Mehr als die Hälfte davon schieden sofort aus, da sie eine andere Farbe hatten. Daraufhin konzentrierte sich die Untersuchung auf ein einziges Auto. Es gehörte dem 28-jährigen Brandon Allen Christensen. Am 12. Juni klopfte die Polizei an Brandon Christensens Tür. Er sagte, er könne sich nicht erinnern, wo er an diesem Tag gewesen sei, vermutete aber, dass er wahrscheinlich zu Hause gewesen sei, Videospiele gespielt und Lebensläufe verschickt habe, um einen neuen Job zu finden. Brandon und seine Frau lebten zu diesem Zeitpunkt in einer offenen Beziehung. Ihre Ehe war zwar faktisch zerbrochen, aber sie lebten an diesem Tag noch zusammen. Seine Frau befand sich jedoch außerhalb der Stadt, sodass sie seine Aussage weder bestätigen noch widerlegen konnte. Brandon lebte schon seit langer Zeit in Champaign. Er war Absolvent der örtlichen Universität, hatte einen Masterabschluss in Physik und hatte zuvor ein Doktoratsstudium absolviert. Er war an der Universität sehr bekannt, da er dort als Lehrassistent arbeitete. Er hatte keine kriminelle Vergangenheit und versicherte, dass er nichts über das Verschwinden von Ying Ying wusste. Danach setzten die Ermittler die Überprüfung anderer Besitzer von Saturn Astra-Fahrzeugen fort. In der Zwischenzeit kamen Ying Yings Verwandte und ihr Verlobter aus China in die USA. Sie wandten sich mit Appellen an die Öffentlichkeit und an den Entführer. Der Vater der jungen Frau sagte: »Wenn derjenige, der meine Tochter entführt hat, sie einfach freilässt, verspreche ich, dass ich keine Rache nehmen werde. Sie soll einfach nach Hause zurückkehren.« Das FBI setzte eine Belohnung von bis zu $10.000 für Hinweise zum Verbleib von Ying Ying aus. Einige Tage später wurde die Summe auf $40.000 erhöht. Die Universität startete außerdem eine GoFundMe-Kampagne, um die Kosten der Familie von Ying Ying während ihres Aufenthalts auf dem Campus zu decken. Bei der weiteren Auswertung der Kameraaufnahmen, auf denen das Auto zu sehen war, das in der Gegend herumfuhr, fielen den Ermittlern 2 weitere wichtige Details auf. Das Auto hatte eine Dachluke und eine beschädigte Radkappe am Vorderrad. Die Polizei hatte bereits am 12. Juni Fotos von Brandons Auto gemacht und bemerkte nun, dass auf einem der Bilder deutlich zu sehen war, dass die Radkappe seines Autos tatsächlich beschädigt war. Außerdem hatte das Auto eine Dachluke, genau wie auf den Kameraaufnahmen. Am 15. Juni wurde Brandon zu einer erneuten Befragung vorgeladen, diesmal bereits in offizieller Form. Im Polizeirevier verbrachte er etwa 1 Stunde. Zur gleichen Zeit durchsuchten Ermittler seine Wohnung. Sie nahmen Proben von allen möglichen Oberflächen, darunter auch von einem Baseballschläger, der auf dem Boden lag. Ein Diensthund, der darauf trainiert war, Leichengeruch aufzuspüren, reagierte an mehreren Stellen. Im Schlafzimmer, an der Tür, am Waschbecken und auf der Matratze, die völlig nackt war, ohne Laken und Decken. Während des Verhörs wirkte Brandon zunächst ruhig, doch bald begann er sich zu verändern. Er schwieg häufiger, gab immer kürzere Antworten und seine Beine zuckten. Nach Angaben der Ermittler bedeckten sich sein Gesicht und sein Hals mit Flecken. Seine Haut rötete sich, als hätte er eine allergische Reaktion, und er begann schneller zu atmen, als würde er nach Luft ringen. Die Ermittler erhöhten den Druck weiter, und schließlich gestand Brandon, dass er, wie er sagte, eine asiatische Frau mitgenommen hatte. Er erzählte, dass er ihr angeboten habe, eine Abkürzung zu nehmen, sie jedoch nervös geworden sei und er sie daraufhin habe aussteigen lassen. »Ich werde doch niemanden, den ich kaum kenne und der nicht dort sein will, in meinem Auto behalten«, sagte er. »Also habe ich sie gehen lassen.
Dann fügte Brandon jedoch hinzu, dass er sich nicht mehr sicher sei, ob es dieselbe Frau gewesen sei und ob das, worüber er gesprochen habe, überhaupt an diesem Tag passiert sei. Etwas an Brandons Verhalten war eindeutig seltsam, aber die Ermittler beschlossen, das Risiko einzugehen und ihn gehen zu lassen. Sie hielten es für sinnvoller, ihn zu überwachen, während das Labor die Beweise untersuchte. Die Polizei bat seine neue Freundin Tara um Hilfe. Sie hatte Brandon einige Monate zuvor im Internet kennengelernt und erzählte, dass sie in einer polyamorösen Beziehung mit mehreren Männern gleichzeitig lebte. Ihren Angaben zufolge begann alles ganz normal mit Brandon, doch mit der Zeit änderte sich sein Verhalten. Als die Ermittler Tara mitteilten, in welchem Fall er verdächtigt wurde, war sie schockiert, erklärte sich aber bereit zu helfen, zumal Brandon bereits seltsame Dinge über den Fall Ying-Ying gesagt hatte. Sie erhielt 2 Aufnahmegeräte, um alles festzuhalten, was sie konnte. Tara erklärte, dass sie noch in derselben Nacht mit der Arbeit beginnen würde, da sie an einer Suchaktion nach Ying-Ying teilnehmen wollte. Zu dieser Veranstaltung hatte sie Brandon selbst eingeladen und tatsächlich wurden sie von Fernsehkameras gefilmt. Sie gingen zusammen mit Hunderten von Menschen, die versuchten, die vermisste 26-jährige junge Frau zu finden. Genau dort begann Brandon zu sprechen. Zunächst mit Andeutungen, dann immer offener. All diese Menschen, die heute hierher gekommen sind, wollen einfach nur, dass sie unversehrt nach Hause zurückkehrt. Und das ist alles, worüber sie reden. Sie haben keine Ahnung, was passiert ist. Niemand weiß, was passiert ist. Niemand wird jemals erfahren, was passiert ist. Sie war mutig. Sie hat sich mehr gewehrt als alle anderen. Tara machte innerhalb weniger Tage nur 9 Aufnahmen und jede davon war schrecklicher als die vorherige. In diesen Aufnahmen gestand Brandon, dass er die Entführung und den Mord im Voraus geplant hatte. Er hatte sich mehrere Monate darauf vorbereitet. Er prahlte damit, dass er in der Lage sei, einen Menschen zu töten und ungestraft davonzukommen. Er erzählte, dass er Ying-Ying in sein Auto gelockt hatte, indem er sich als Polizist ausgab und ihr versprach, sie an ihr Ziel zu bringen. Danach brachte er sie in seine Wohnung und zwang sie hineinzugehen. Dort vergewaltigte er sie und erwürgte sie anschließend. Er beschrieb, dass die junge Frau mit übermenschlicher Kraft um ihr Leben kämpfte, als wäre sie übernatürlich. Danach schleppte Brandon die Leiche ins Badezimmer und schlug sie mit einem Baseballschläger. Sie war übernatürlich. Ich würgte sie wahrscheinlich 10 Minuten lang mit meinen Händen, dann ließ ich sie los. Ihr Atem, sie atmete noch. Ich konnte nicht glauben, dass sie noch lebte. Deshalb brachte ich sie ins Badezimmer. Ich nahm den Schläger, schlug ihr mit aller Kraft auf den Kopf und zerschmetterte ihr den Schädel. Sie war zäh. Ich versuchte, sie zu erwürgen, aber sie starb nicht. Ich stach ihr mit einem Messer in den Hals, aber sie starb nicht. Ich konnte es nicht glauben. Sie starb einfach nicht. Also schnitt ich ihr den Kopf ab. Damit war alles vorbei. Keine verdammten Zombies. Sie war erledigt. Brandon zerteilte Ying-Yings Leiche und verteilte die Überreste auf 3 separate Säcke, die er dann in einen Müllcontainer in der Nähe seines Hauses warf. Danach setzte er sich ins Auto und begann, ihre persönlichen Gegenstände zu entsorgen, indem er sie in der Umgebung von Champaign verstreute. Er fuhr mehr als 160 Kilometer und warf unterwegs die Beweise weg. Die Container in der Nähe seines Hauses wurden 3 Tage später geleert und der Inhalt auf eine Mülldeponie gebracht. Brandon sagte, dass die Leiche niemals gefunden werden würde und ihre Familie, Zitat, mit leeren Händen aus den USA ausreisen würde. Er verglich sich mit dem Serienmörder Ted Bundy und prahlte gegenüber Tara, dass er ziemlich gut darin sei, zuzusehen, wie alle um ihn herum erfolglos versuchten, Ying-Ying zu finden. Es ist seltsam, in etwas so gut zu sein, aber es ist wahr, sagte er. Und als ob das noch nicht genug wäre, behauptete er, dass er vor Ying-Ying noch 12 weitere Menschen getötet habe. In 4 Nachrichten, die er Tara schickte, stand: Ich war es, sie ist Nummer 13, sie ist nicht mehr da. Tara erzählte später, dass sie sich beim Aufzeichnen der Gespräche so unterwürfig wie möglich verhielt, um keinen Verdacht zu erregen und so viele Informationen wie möglich zu erhalten. Ich hatte Angst, dass mir dasselbe passieren könnte, wenn er merkt, dass ich etwas weiß. Obwohl Ying-Ying offiziell noch als vermisst galt, war den Ermittlern klar, dass es sich um einen Mord handelte. Sie teilten der Familie die schreckliche Nachricht mit.
Am 30. Juni, Brandons Geburtstag, wurde er festgenommen. Später bestätigte eine Untersuchung, in seiner Wohnung wurden Blut und DNA von Ying-Ying gefunden. Die Wahrscheinlichkeit, dass die gefundene DNA jemand anderem gehörte, lag bei 1:97 Quintillionen. Außerdem wurden alle Geräte von Brandon beschlagnahmt und seine Konten überprüft. Auf einer Website für Erwachsene schrieb er: „Ich möchte meine Grenzen austesten, alles ausprobieren, wozu ich fähig bin." Er las dort regelmäßig Beiträge über Entführungen und sexuelle Gewalt, studierte Listen von Serienmördern nach der Anzahl ihrer Opfer, lud einen wissenschaftlichen Artikel über die Zersetzung des menschlichen Körpers herunter und speicherte schockierende Bilder von Frauen. Die Studentin Emily, die zuvor berichtet hatte, dass der Mann versucht hatte, sie in sein Auto zu locken, erkannte Brandon sofort. Außerdem stellte sich heraus, dass Brandon einige Monate vor dem Mord einen Psychologen aufgesucht hatte, wo er über Probleme mit Alkohol und illegalen Substanzen sprach, zugab, dass er aus dem Leben scheiden wolle und sogar Gedanken daran äußerte, andere Menschen zu töten. Brandon wurde wegen Entführung mit Todesfolge sowie wegen Lügens gegenüber dem FBI angeklagt. Sein Anwalt Evan Bruno versuchte eine Freilassung auf Kaution zu erreichen, indem er darauf verwies, dass sein Mandant nicht vorbestraft sei und enge Verbindungen zur örtlichen Gemeinde habe. Natürlich lehnte das Gericht diesen Antrag ab. Während eines Telefonats aus dem Gefängnis, in dem er mit seiner Mutter sprach, leugnete Brandon erneut alles. Zu diesem Zeitpunkt wusste die Familie nichts von den Aufzeichnungen, die Tara gemacht hatte. Brandons Anwälte beantragten, sich aus dem Fall zurückzuziehen, mit der Begründung, dass ihrem Mandanten schwerwiegendere Anklagen drohten und dass sie nicht über die Mittel verfügten, um die Verteidigung zu bezahlen. Das Gericht gab dem Antrag statt und Brandon wurden Pflichtverteidiger zugewiesen. Später erließ die Grand Jury eine neue Anklage. Ein Punkt betraf Entführung mit Todesfolge. Der zweite Punkt betraf Falschaussagen gegenüber dem FBI. Brandon bekannte sich in keinem der Punkte für schuldig. Wäre er wegen Entführung mit Todesfolge für schuldig befunden worden, hätte ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe ohne Bewährung oder die Todesstrafe gedroht. Obwohl die Todesstrafe im Bundesstaat Illinois 2011 abgeschafft wurde, hätte Brandon dennoch dieses Urteil erhalten können, da er vor einem Bundesgericht wegen eines Bundesvergehens angeklagt war. Bundesstaatsanwälte haben das Recht, die Höchststrafe zu fordern, unabhängig davon, wo das Verbrechen begangen wurde und wo der Angeklagte lebt. Rechtsprofessor Robert Owen erklärte: „Wir leben unter der Gerichtsbarkeit der staatlichen Gesetze, die von der lokalen Legislative verabschiedet wurden, unterliegen aber auch den vom Kongress verabschiedeten Bundesgesetzen. Diese beiden Systeme existieren gleichzeitig im gesamten Staatsgebiet. In einigen Fragen stimmen sie überein, aber die Todesstrafe ist kein solcher Fall. Die Bundestodesstrafe gilt auf jedem Zentimeter des Territoriums der Vereinigten Staaten." Der Prozess gegen Brandon sollte der erste Fall mit Todesurteil in Illinois nach der Abschaffung der Todesstrafe in diesem Bundesstaat sein. Noch vor Beginn des Prozesses erklärte Brandon jedoch, dass er bereit sei, sich schuldig zu bekennen und den Aufenthaltsort der Leiche von Ying-Ying anzugeben. Die Staatsanwaltschaft lehnte dies ab. Sie war sich bewusst, dass ein solcher Deal angesichts seiner Taten ein zu milder Ausgang wäre, da es fast unmöglich ist, die Überreste zu finden, und Brandon wusste das sehr gut. Es wirkte wie ein weiterer Manipulationsversuch. Die Familie von Ying-Ying gab eine Erklärung ab. „Wir wussten von diesem Vorschlag der Verteidigung. Wir haben die Staatsanwaltschaft gebeten, vom Angeklagten wahrheitsgemäße Informationen über den Ort zu erhalten, an dem sich die Überreste befinden, damit sie gefunden und nach China zurückgebracht werden können. Man antwortete uns, dass es unmöglich sei, die Richtigkeit seiner Aussagen zu überprüfen und dass es keine Garantie dafür gebe, dass die Leiche tatsächlich gefunden werde. Wir haben dem Angeklagten nicht geglaubt, weil er schon so oft gelogen hat." Gerade als Brandons Verteidigungsteam mit den psychiatrischen Untersuchungen beginnen wollte, wurde überraschend bekannt gegeben, dass es die auf einer psychischen Störung basierende Verteidigungsstrategie aufgeben werde. Brandons Vater Mike Christensen erklärte, dass sein Sohn seiner Meinung nach an Schizophrenie oder Psychosen litt, obwohl er nie offiziell diagnostiziert worden war. Er sagte, er glaube, all dies hätte verhindert werden können, wenn die Psychologen der Universität rechtzeitig eingegriffen und Maßnahmen ergriffen hätten. Wie konnte jemand, der so war, ein solches Verbrechen begehen?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Etwas muss passiert sein, etwas in ihm muss zerbrochen sein. Wenn die Geschworenen ihn aus irgendeinem dummen Grund für unschuldig erklären würden, und Geschworene fällen manchmal die seltsamsten Urteile, würde ich selbst dafür sorgen, dass er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wird. Denn ein Mensch, der zu so etwas fähig ist, darf nicht auf freiem Fuß bleiben, sagte Mike. Während der Eröffnungsplädoyers vor Gericht überraschte Brandons Verteidigung alle. Seine Anwälte räumten ein, dass er tatsächlich für den Tod von Ying Ying verantwortlich sei. Die Verteidigung bestritt jedoch die Darstellung der Ereignisse durch die Anklage und behauptete, die Staatsanwaltschaft verzerre die Umstände des Falles. Als es um die von Terra angefertigten Abhörprotokolle und Aufzeichnungen ging, erklärten Brandons Anwälte, dass er während dieser Gespräche stark betrunken gewesen sei. Sie fügten hinzu, dass es trotz seiner Aussage, Ying Ying sei sein 13. Opfer gewesen, keine Beweise dafür gebe. Es handele sich lediglich um zusammenhanglose Äußerungen eines Betrunkenen. Letztendlich befanden die Geschworenen Brandon in allen Anklagepunkten für schuldig. Sie brauchten nur 2 Stunden, um zu einem Urteil zu gelangen. Die Urteilsverkündung gestaltete sich jedoch viel schwieriger. Die Geschworenen konnten sich nicht darauf einigen, ob die Todesstrafe verhängt werden sollte. Daher verurteilte der Richter ihn zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung auf Bewährung. Als das Urteil verlesen wurde, senkte Brandon den Kopf und lächelte. Der Richter tadelte ihn für sein völliges Fehlen von Reue und dafür, dass er sich nie entschuldigt hatte. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Videos waren die Überreste von Ying Ying noch immer nicht gefunden worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass von ihr kaum mehr als der Inhalt ihres Mobiltelefons übrig geblieben sein könnte, da der von Brandon weggeworfene Müll mindestens 2-mal auf der Mülldeponie verdichtet wurde. Die Suche auf der Mülldeponie hätte die Entfernung von 1000 Tonnen Abfall erfordert, was die Arbeiter dem Risiko einer Belastung durch giftige Substanzen ausgesetzt und der Umwelt geschadet hätte. Einer der Spezialagenten des FBI erklärte, dass sie 19 mögliche Opfer identifiziert hätten, vermisste asiatische Frauen und Kinder im Bundesstaat Wisconsin, die dem Profil von Brandon Christensen entsprechen könnten. Er betonte, dass keine direkten Beweise gefunden worden seien, die Brandon mit diesen Verbrechen in Verbindung bringen, fügte jedoch hinzu, es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er tatsächlich für einige davon verantwortlich sein könnte. Ying Ying war wirklich eine inspirierende Person. Sie setzte sich ständig Ziele, strebte nach Perfektion in allem und wusste dabei, das Leben zu genießen und es nicht zu ernst zu nehmen. In einem ihrer letzten Tagebucheinträge schrieb sie, das Leben ist zu kurz, um gewöhnlich zu sein. Nur noch wenige Monate trennten sie von ihrer Rückkehr zu ihrer Familie und ihrer Hochzeit. Sie war nur einen Schritt von ihrem Traum entfernt, Lehrerin zu werden. Ihr Verlobter sagte, der Verlust von Ying Ying hat mein Leben völlig verändert. Sie war der wichtigste Mensch in meinen ganzen 30 Jahren. Ying Yings Eltern gaben zu, dass sie nach ihrem Verschwinden in eine schwere Depression gefallen sind und jahrelang fast nicht geschlafen haben. Ihre Mutter weint ständig. Ihr Vater sagte, meine wundervolle Tochter ist alles, was ich habe. Unsere ganze Familie weiß nicht, wie wir weiterleben sollen. Sie ist ein Teil von mir. Ohne sie ist mein Leben nicht vollständig. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie ich den Rest meines Lebens leben soll. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. In den furchterregenden Verliesen und Folterkammern, die Serienmörder zur Qual ihrer Opfer nutzten. Heute werden Sie den ganzen Schrecken dieser Orte spüren, denn wir tauchen ein in die grauenvolle Welt des Serienmörders Maury Troy Travis. Stellen Sie sich vor, Sie hätten irgendwo in einem Vorort ein gemütliches Häuschen gemietet. Die Miete dafür ist für Ihren Geldbeutel erschwinglich und Sie freuen sich über diese Gelegenheit. Sie atmen frische, unverschmutzte Luft, genießen das Zwitschern der Vögel am Morgen und bewundern die Aussicht aus dem Fenster. Eines Tages schalten Sie den Fernseher ein und in den Kriminalnachrichten erscheint ein Foto Ihres Hauses, das als Travis Haus des Schreckens bezeichnet wird. Maury Troy. Travis wurde am 25. Oktober 1965 in St. Louis geboren.
Bis zum Alter von 11 Jahren lebte der Junge mit seinen Eltern Sandra und Michael in der Wohnsiedlung Carr Square. Im Jahr 1976, in der Zeit der Suburbanisierung, als ein großer Teil der Stadtbevölkerung in die Vororte zog, weil sie den ständigen Lärm, die verschmutzte Luft und den Mangel an Grünflächen satt hatten, beschlossen auch die Eltern des Jungen, ein einfaches Haus im Ranch-Stil in Ferguson zu kaufen. Sie glaubten, dass es für sie angenehmer sein würde, an der frischen Luft zu leben, weit weg vom Zentrum der Großstadt. Das neue Leben inmitten der Natur begann für die Familie Travis sehr glücklich. Sie richteten ihr neues Zuhause ein, fanden Freunde und erzogen ihren Sohn. Viele erinnerten sich an Maury als einen sehr ruhigen, zurückhaltenden und schüchternen Jungen. Er grüßte seine Nachbarn immer respektvoll und sie hielten ihn für ein nettes Kind mit einem guten Herzen. Niemand konnte sich vorstellen, dass sich der Junge später in ein grausames Monster verwandeln würde. Anscheinend hatte der Tapetenwechsel irgendwie Einfluss auf die Eltern des Jungen, denn 2 Jahre nach dem Umzug ließen sie sich unerwartet scheiden. Maury blieb in der Obhut seiner Mutter. Seine Isolation wurde noch deutlicher, als der Junge während seiner Kindheit und Jugend mehrere verschiedene Schulen wechselte. In keinem Jahrbuch gab es Fotos von ihm. Man sagt, dass stille Wasser tief sind. Dieser Satz beschrieb Maury Travis genau. Er sah aus wie ein ruhiger, bescheidener Teenager, der keiner Fliege etwas zuleide tun könnte. Aber in seinem Kopf hatte er bereits verstörende Gedanken. Ab seinem 13. Lebensjahr begann er sich für den Sinn des Todes zu interessieren. Der Junge fantasierte oft darüber, jemandem das Leben zu nehmen und begann, seine krankhaften Fantasien an Tieren auszuleben, die er in seiner Nähe fand. In dieser Zeit verschwanden bei vielen Nachbarn Katzen und Hunde. Nach dem Abschluss der Highschool trat Travis in die Streitkräfte ein und diente 2 Jahre lang als Sanitäter und Zahnarzthelfer. Nach seiner Entlassung aus der Armee arbeitete Maury kurzzeitig bei einem Transportunternehmen und begann dann als Freiwilliger in einem örtlichen Altenheim zu arbeiten. In dieser Zeit wurde dem jungen Mann plötzlich klar, dass sein Leben aus einer Reihe zufälliger Momente bestand und keine klare Richtung hatte. Deshalb schrieb sich Travis im Alter von 22 Jahren am Morris Brown College in Atlanta, Georgia, ein. Obwohl er scheinbar den richtigen Weg eingeschlagen hatte, geriet er sehr schnell auf die schiefe Bahn und begann, illegale Substanzen zu konsumieren. Doch woher sollte ein armer College-Student das Geld nehmen, um seine Abhängigkeit zu finanzieren? Da er dringend Geld brauchte, beging Maury eine Straftat. Während er in den Frühjahrsferien zu Hause war, raubte er innerhalb von 8 Tagen 5 verschiedene Schuhgeschäfte im Norden und Westen von St. Louis aus. Travis wurde leicht identifiziert, als ein Zeuge eines der Raubüberfälle seine Beschreibung gab und die Marke seines Autos nannte. Die Polizei verhaftete Maury. Der junge Mann leugnete nichts und gestand sofort alles. Vor Gericht versuchte Travis Mitleid und Nachsicht zu erlangen, indem er erklärte, er sei aufgeregt gewesen und könne sich an fast nichts mehr erinnern. Für die Raubüberfälle habe er lediglich eine Plastikspielzeugpistole benutzt und geglaubt, ungestraft davonzukommen. Zusätzlich zu dem angeblich fehlgeleiteten Studenten erhielt der Richter mehrere Unterstützungsschreiben von Menschen, die Maury kannten. Darin hieß es, dass die rechtswidrigen Handlungen nicht den wahren Charakter von Travis widerspiegelten, dass er in Wirklichkeit ein guter Mensch sei und lediglich illegale Substanzen seinen Verstand getrübt hätten. Die Briefe forderten das Gericht auf, ihm statt einer harten Strafe Hilfe anzubieten. Als Maury 6 Monate später vor dem Richter erschien, um sein Urteil zu hören, teilte er mit, dass er eine Entziehungskur gemacht habe und nun clean sei. Seine gesamte Freizeit habe er darauf verwendet, ein nützliches Mitglied der Gesellschaft zu werden. Sogar der ehemalige US-Politiker William Lacey Clay aus Missouri setzte sich für ihn ein und schrieb dem Richter einen Brief, in dem er um Milde bat. Der Kongressabgeordnete erklärte, dass Travis keine Gefahr für die Gesellschaft darstelle und bat darum, ihm eine Bewährungsstrafe zu gewähren, verbunden mit der Auflage, freiwillig in einer gemeinnützigen Organisation zu arbeiten. Der Richter ließ sich jedoch von all diesen Briefen zur Verteidigung des Angeklagten nicht überzeugen und verurteilte Maury Travis zu 15 Jahren Haft. Dies geschah nur 4 Monate vor dem 24. Geburtstag des jungen Mannes. Maury hatte nicht damit gerechnet, seinen Geburtstag in einer Gefängniszelle zu verbringen und begann daher sofort, sich um eine Aufhebung des Urteils zu bemühen.
2 Monate nach seiner Einweisung in die Strafanstalt schrieb Travis einen Brief an den Richter, in dem er ihn unter Tränen bat, das Urteil zu mildern und die harten Haftbedingungen beschrieb. Er beklagte sich, dass er jeden Tag und jede Stunde darüber nachdachte, sich das Leben zu nehmen. Maury verbrachte den ganzen Tag in seiner Zelle und weinte fast jede Nacht über sein Schicksal. Er erwähnte auch die Schikanen durch andere Häftlinge, das schlechte Essen, das ungenießbar sei, und das Fehlen jeglicher Bedingungen für ein normales Leben. Am Ende des Briefes bat Travis den Richter, ihm eine weitere Chance in der Gesellschaft zu geben und seine derzeitige 15-jährige Haftstrafe durch eine Haftstrafe von 120 bis 180 Tagen zu ersetzen, da diese Zeit ausreichen würde, um ihm seine Lektion ein für alle Mal zu erteilen. Seine Bitten um Nachsicht blieben jedoch ungehört, und Maury musste sich an seine neue Umgebung gewöhnen. Als er erkannte, dass er nicht aus dem Gefängnis entkommen würde, beschloss Travis, sich zurückhaltend zu verhalten, den Kopf einzuziehen und seine Strafe still zu verbüßen. Aber auch das gelang ihm nicht, denn in den ersten 2 Jahren hinter Gittern erhielt er 13 Verwarnungen wegen Verhaltensverstößen. Trotzdem wurde Maury im Juni 1994 nach 5 Jahren und 3 Monaten Haft vorzeitig auf Bewährung entlassen. Travis zog in eine Maisonette-Wohnung in einem 2-stöckigen Zweifamilienhaus, die er sich mit seiner Nachbarin Linda Harrison teilte. Laut Linda war Maury ein ausgezeichneter Nachbar. Ruhig, freundlich, er hatte keine Gäste und veranstaltete keine Partys, er störte die Bewohner nie. In ihrem Haus gab es einen gemeinsamen Keller, in dem sich eine Waschmaschine und ein Trockner befanden. Als Linda einmal unten war, erschreckte ihr Nachbar sie so sehr mit seinem unerwarteten Auftauchen, dass er nach diesem Vorfall immer eine Melodie pfiff, wenn er die Treppe hinunterging. Er entschuldigte sich lange dafür, dass er die ältere Frau verängstigt hatte. Lindas Sohn mochte Travis auch sehr. Zwischen den beiden entwickelte sich eine freundschaftliche Beziehung. Die beiden Männer saßen oft zusammen auf der Veranda, unterhielten sich und tranken Bier. Obwohl die illegalen Substanzen Maurys Leben ruiniert hatten, wurde er nach einiger Zeit wieder abhängig vom weißen Pulver und alles ging erneut den Bach hinunter. 4 Jahre nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis verstieß Travis gegen die Bedingungen seiner vorzeitigen Entlassung und landete erneut hinter Gittern, wo er eine kurze Haftstrafe wegen Besitzes illegaler Substanzen verbüßen musste. Im Jahr 1999 wurde Maury aus der Haft entlassen. Eine Zeit lang kam er zu sich, ohne zu wissen, was er tun sollte, und im Sommer 2000 fand er eine Anstellung als Kellner in einem Restaurant in einem Hotel unweit des Stadtzentrums. Dort führte er einige seltsame Gespräche mit seinem Kollegen Dave. Einmal erwähnte Maury, dass er, wenn er jemals Dinge entsorgen müsste, die niemand finden sollte, dies in East St. Louis tun könnte, weil es dort nicht so viele Polizisten gäbe. Einige Monate nach diesem Gespräch wurde dort eine Leiche gefunden. Daves Freundin arbeitete als Praktikantin bei einem Nachrichtensender und als Maury sie traf, fragte er sie, ob ihr Sender irgendwelche Berichte über Übergriffe auf Frauen des leichten Gewerbes in East St. Louis gebracht habe. In den Medien gab es nichts derartiges. Woher wusste Travis dann davon? Am 1. Juli 2000 wurde in East St. Louis die Leiche der 61-jährigen Mary Shields gefunden. Nun fragten sich Dave und seine Freundin, die Journalistin, ob dies irgendwie mit dem zusammenhing, was Maury gesagt hatte, oder ob es sich um einen Zufall handelte. In der Zwischenzeit zog Travis in das Haus seiner Familie in der 1001 Fore Drive in St. Louis, Missouri. Dieses Gebäude hatte einen Keller, und der Mann, der seit seiner Jugend davon besessen war, sich an Schwächeren zu vergreifen, begann dort seine dunklen Machenschaften, nur in weitaus größerem Umfang als in seiner Kindheit. Maury verwandelte den Keller seines Hauses in eine Art Folterkammer. An den Tagen, an denen er nicht im Restaurant arbeitete, streifte der Mann durch die Straßen und suchte sich Frauen aus, die intime Dienstleistungen gegen Geld anboten. Er brachte sie zu sich nach Hause, vergnügte sich mit ihnen und sperrte sie dann, anstatt sie zu bezahlen, in den Keller, wo er alle möglichen grausamen Handlungen an ihnen vornahm. All ihre seelischen und körperlichen Qualen nahm Travis auf Film auf. Manchmal zwang er die Frauen, an seltsamen Ritualen teilzunehmen. Er kleidete sie in weiße Gewänder und Sonnenbrillen und verlangte von ihnen, wilde Tänze aufzuführen. Wenn dem Mann sein nächstes Opfer langweilig wurde, wurde er es einfach los.
Glücklicherweise wurde Travis 4 Monate nach der Entdeckung von Mary Shields erneut wegen Verstoßes gegen die Bedingungen seiner vorzeitigen Entlassung verhaftet und wieder ins Gefängnis gebracht. Diesmal verbrachte er mehrere Monate hinter Gittern, vom 29. November 2000 bis zum 19. März 2001. Sobald er freigelassen wurde, kehrte Maury sofort zu seinen dunklen Machenschaften zurück. Knapp 2 Wochen nach seiner Entlassung aus der Haft wurden im Washington Park die Überreste von Alicia Granway gefunden. 3 Tage später wurde in East St. Louis die Leiche einer weiteren Frau entdeckt, die nie identifiziert werden konnte. Von Mai bis Oktober 2001 wurden 4 weitere Frauen gefoltert und erstickt: Teresa Wilson, Verona Thompson, Eva Cruz und Brenda Beasley. An einem Bein einer der Frauen fanden sich Spuren von Autoreifen und Abstriche von den Leichen wiesen auf das Vorhandensein von Sperma hin. Dies ermöglichte es den Ermittlern, die DNA des Verdächtigen zu isolieren. Allerdings schien Travis die Misshandlung und Ermordung von Frauen aus dem Milieu der sexuellen Dienstleistungen nicht auszureichen. Er wollte unbedingt, dass alle Zeitungen über ihn als Serienmörder berichteten und seine Gräueltaten in den Nachrichten gezeigt wurden. Die Polizisten, die an diesem Fall arbeiteten, brachten zunächst nicht alle Todesfälle miteinander in Verbindung, sondern betrachteten jeden Fall einzeln. Es ist nicht auszuschließen, dass Travis niemals für seine Verbrechen hätte büßen müssen, doch sein Verlangen nach Ruhm trübte seinen Verstand so sehr, dass er beschloss, mit den Ermittlern Katz und Maus zu spielen. Zu dieser Zeit war in der Zeitung gerade ein Artikel über eines seiner Opfer, Teresa Wilson, erschienen. Nachdem er den Artikel über die Frau gelesen hatte, die durch seine Hand ums Leben gekommen war, druckte Maury eine Karte aus dem Internet aus, markierte die Fundorte der noch nicht entdeckten Überreste seines anderen Opfers und schickte sie anonym per Post an den Journalisten, der den Artikel geschrieben hatte. Schon aus den ersten Sätzen wurde klar, dass Travis keinerlei Reue gegenüber seinen Opfern empfand. Stattdessen war der Mann stolz auf seine Verbrechen und strebte aktiv nach berüchtigtem Ruhm. Der Reporter, der die seltsame Nachricht erhalten hatte, leitete sie sofort an die Polizei weiter. Die Einsatzgruppe untersuchte den auf der Karte angegebenen Ort und fand weitere Skelettüberreste, die zu einem unbekannten Opfer gehörten. Als sie erfuhren, dass die Karte von einer bestimmten Website ausgedruckt worden war, gelang es den Ermittlern, die IP-Adresse des Computers zu ermitteln, von dem aus der Download erfolgt war. Einige Tage später kam die Antwort mit einer einzigen IP-Adresse. Der Computer, von dem aus der Download erfolgt war, befand sich in der 1001-4 Drive, St. Louis, Missouri. Es handelte sich um das Haus, in dem der vorbestrafte Maury Troy Travis wohnte. Am frühen Morgen des 7. Juni klopften die Beamten an die Tür des mutmaßlichen Serienmörders. Der Hausbesitzer, der offensichtlich gerade erst aufgewacht war, öffnete die Tür. Er reagierte äußerst aggressiv und verlangte von den Polizisten einen triftigen Grund, warum sie seinen Schlaf gestört hätten. Von dem ruhigen, zurückhaltenden Mann, als den Maury von den meisten Menschen beschrieben worden war, die ihn kannten, war in diesem Moment nichts mehr zu erkennen. Als die Beamten ihm den Brief mit der Karte der Gegend zeigten, tat er so, als hätte das nichts mit ihm zu tun und wollte den Ermittlern schon die Tür vor der Nase zuschlagen. Doch in diesem Moment erklärten sie ihm, dass der Absender des Briefes dies von Travis' Computer aus getan hatte. Dem Hausbesitzer blieb nichts anderes übrig, als die Polizisten hereinzulassen. Während des 1,5-stündigen Gesprächs versuchte Maury, die Unterhaltung unter Kontrolle zu halten. Er wechselte oft das Thema, wenn ihm unangenehme Fragen gestellt wurden, und war sich fast sicher, dass es ihm gelungen war, die Ermittler zu täuschen, als plötzlich erneut an die Tür geklopft wurde. Es war die Ermittlungsgruppe mit einem Durchsuchungsbefehl für die Räumlichkeiten. In diesem Moment zeigte Travis sein wahres Gesicht. Er begann sich verbal aggressiv zu äußern und war wütend, dass er ihnen überhaupt die Tür geöffnet hatte. In diesem Moment wussten die Ermittler bereits, dass sie etwas finden würden. Das war an der Reaktion des Hausbesitzers zu erkennen. Und schon bald entdeckten die Kriminaltechniker im Keller, auf dem Boden, an den Wänden, unter dem Teppich und auf der Unterseite des Teppichs Blutflecken. Es war nicht das Blut einer einzigen Person, sondern von verschiedenen Menschen. Während die Experten das Untergeschoss durchsuchten, unterhielten sich die Ermittler oben noch immer mit Maury. Sie zeigten ihm einen Ordner mit mehreren Fotos von Frauen, die die Polizei für seine Opfer hielt. Ohne jeglichen Kontext fragten die Ermittler Travis, ob er jemanden auf den Fotos kenne. Der Mann sah sich alle Fotos flüchtig an.
und erklärte, dass er sie noch nie in seinem Leben gesehen habe. Doch etwa 10 Minuten später, nachdem das Gespräch zu einem anderen Thema übergegangen war, fragte Maury, ob er sich die Fotos der toten Frauen noch einmal ansehen könne. Die Ermittler nahmen ihn sofort beim Wort, denn sie hatten nicht gesagt, dass alle diese Frauen bereits tot waren. Travis begriff sofort, dass er sich verraten hatte. Er senkte den Kopf, schwieg ein paar Sekunden und sagte dann, dass er ihnen den Aufenthaltsort eines weiteren Opfers in East St. Louis zeigen würde. Auf dem Weg dorthin gestand der Mann, dass er seinen ersten Mord im Alter von 19 Jahren begangen hatte. Es sei ein unbeschreibliches Gefühl von Macht und Überlegenheit gewesen. Als das Auto auf Anweisung von Maury bereits auf die Brücke zufuhr, änderte er plötzlich seine Meinung und erklärte, man solle ihn einfach ins Gefängnis bringen. Nach kurzem Zögern wurde den Ermittlern klar, dass Travis ihnen nichts zeigen würde. Sie brachten ihn zur Polizeistation und setzten die Befragung fort, um eine DNA-Probe zu erhalten. Die Beamten wandten einen alten Trick an. Sie gaben dem Verdächtigen eine Dose Limonade, die er sofort trank und anschließend in den Mülleimer warf. Wenig später wurde die leere Dose aus dem Abfallbehälter genommen und zur Untersuchung geschickt, um die DNA zu extrahieren und mit der DNA der getöteten Frauen zu vergleichen. Die Proben stimmten überein. Danach beschlagnahmten die Behörden Travis' Auto und das Profil der Reifen stimmte mit dem Abdruck überein, der am Bein eines der Opfer gefunden worden war. Auf diese Weise gelang es den Ermittlern, Maury Travis mit 3 bestimmten Frauen in Verbindung zu bringen, während das Haus in der Ford Drive weiterhin gründlich durchsucht wurde. Eine Gruppe von Forensikern fand mehrere Videokassetten. Eine davon war mit »Unser Hochzeitstag« beschriftet. Am Anfang der Aufnahme war tatsächlich eine Hochzeitszeremonie zu sehen, doch nach wenigen Minuten brach die Aufnahme ab und eine völlig andere Sequenz begann. Auf den Bildern war eine Frau zu sehen, die mit einer Kette an einen Holzpfahl gefesselt war. Was danach folgte, war so grausam und erschütternd, dass den Beamten, die sich die Aufnahmen ansahen, eine psychologische Betreuung empfohlen wurde. Nach dem Ansehen der Videoaufnahmen stieg die Zahl der mutmaßlichen Opfer von Travis auf 12 Frauen. Außerdem fanden die Ermittler in seinem Haus Folterinstrumente, einen Elektroschocker, Zeitungsausschnitte über einige seiner Verbrechen und Videokassetten, auf denen Maury seine Gefangenen quälte. Der Täter fügte seinen Opfern nicht nur körperliche, sondern auch schwere seelische Qualen zu. In einem der Videos verspottete Travis eine Frau und fragte sie, ob sie ihren Kindern noch etwas sagen wolle und wer sich um deren Erziehung kümmern werde, während sie Zeit in seinem Haus verbringe. Nach den Misshandlungen und Demütigungen tötete Maury seine Opfer und warf ihre Leichen anschließend meist am östlichen Rand von St. Louis weg. Als Travis angeklagt wurde und die gesammelten Beweise vorgelegt wurden, wurde ihm klar, dass er keine Chance hatte, diesen Fall zu gewinnen. Maury wollte auf keinen Fall den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Er wusste, dass er es hinter Gittern nicht leicht haben würde. Obwohl die Leitung des Bezirksgefängnisses von St. Louis darauf hingewiesen worden war, dass Travis unter verstärkter Aufsicht stehen sollte, erwiesen sich die Vorsichtsmaßnahmen als unzureichend. Am 10. Juni 2002, bevor er sich für seine Verbrechen vor Gericht verantworten musste, nahm sich Maury Troy Travis in seiner Gefängniszelle mit einem Bettlaken das Leben. Der Mann hinterließ seiner Mutter einen Brief, in dem er sich für all den Schmerz entschuldigte, den er ihr zugefügt hatte. In dem Schreiben erzählte Maury, wie er seit seinem 13. Lebensjahr von solchen Dingen fantasierte. Travis selbst verstand nicht, woher diese Gedanken in seinem Kopf kamen und fühlte sich in seinem Leben nie normal oder glücklich. Er hielt seinen Tod für die beste Lösung in der entstandenen Situation. Dabei verlor der Täter kein Wort über seine Opfer. Er bereute keines der genommenen Leben und zeigte keinerlei Reue. Maury kümmerte es nicht, dass er jemandem außer seiner Mutter Leid zugefügt hatte. Leider wird die wahre Zahl der Opfer von Maury Travis ein Rätsel bleiben. Obwohl er in einem Brief an seine Mutter versicherte, dass er 17 Frauen getötet habe, gingen einige davon aus, dass die Zahl der Opfer bei etwa 20 liegen könnte. 12 Jahre, nachdem Maury aus dem Leben geschieden war, wurde das Haus, in dem er zuletzt gelebt hatte, zum Verkauf angeboten. Eine junge Frau namens Katrina McHall, die nicht wusste, wer dort zuvor gewohnt hatte, mietete dieses Haus. Maurys Mutter, Sandra Travis, vermietete ihr die Immobilie, ohne ihr die Geschichte zu erzählen.
Eines Abends machte es sich Katrina vor dem Fernseher gemütlich. Während sie sich die Dokumentation Unsolved Cases ansah, sah sie plötzlich auf dem Bildschirm Fotos des Hauses, in dem sie sich gerade befand. Ihr sträubten sich die Haare vor Entsetzen, als sie erfuhr, dass im Keller, buchstäblich unter ihren Füßen, mehrere Menschen ums Leben gekommen waren. In dem Film wurde ein Holzpfahl gezeigt, der noch immer unten im Keller stand. In der Nähe dieses Pfahls spielte oft Katrinas 2-jährige Tochter. Die Frau war so verängstigt und verstört, dass sie den Mietvertrag sofort kündigen wollte. Sie kontaktierte Sandra Travis, erklärte ihr die Situation und hoffte, dass die Vermieterin Verständnis zeigen würde. Stattdessen wurde Katrina mitgeteilt, dass sie bis zum Ablauf des Mietvertrags in der Wohnung bleiben oder den gesamten Betrag für die gesamte Laufzeit zahlen müsse. Später schaltete sich die Wohnungsbehörde von St. Louis ein und Katrina durfte ausziehen. Auf einer Website für Immobilienverkäufe ist zu lesen, dass das Haus von Travis einen Monat später doch verkauft wurde. Der Preis des Hauses wurde nicht genannt. Leider sind Eigentümer gesetzlich nicht verpflichtet, die Geschichte ihres Hauses offenzulegen. Sie müssen zukünftige Bewohner lediglich über physische Mängel der Immobilie informieren, selbst dann, wenn dort einst schwere Verbrechen begangen wurden. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.